Vor mehr als 4 Jahren habe ich euch mal einen Nusszopf mit Hefewasser gezeigt. Dieses Rezept habe ich optimiert und verbessert und das ist das Ergebnis. Wir fangen hier mal an und hier einmal herzlichen Dank, denn ich darf gerade eine tolle Küchenmaschine ausprobieren, die perfekt für 1 bis 2 Personen ist und die zeige ich euch hier jetzt ganz kurz einmal, zumindest für die Funktion jetzt für den Nusszopf. Einmal hier kurz das Mittelstück in den Foodprozessor geben und dann den Haken fürs Teigkneten. Wichtig, das Metallmuster rausgucken und schon könnt ihr direkt anfangen, eure Zutaten hineinzugeben. Ich habe jetzt hier einmal Mehl und das genaue Rezept findet ihr wie immer unten in der Beschreibung, aber zum Schluss auch nochmal so, dass ihr einen Screenshot euch machen könnt. So, das Mehl ist drinne. Bis zu 500 Gramm können in der Küchenmaschine verarbeitet werden. Perfekt für dieses Rezept. Dann Zucker, eine Prise Salz und ein bisschen Butter. Die Veganer unter euch können dies mit veganer Butter einmal ersetzen. Hier habe ich ein bisschen Milch. Auch hier könnt ihr gerne Pflanzenmilch nehmen. Und dann selbst hergestellte Hefe. Das Hefewasser. Wie das geht und auch die Alternativen hierzu findet ihr oben rechts unter dem i. Und das war schon an diesen Zutaten. Es ist eifrei und trotzdem so lecker. Achtet darauf, dass die Pfeile immer zueinander zeigen, oben am Gerät, aber auch nochmal unten. Denn ansonsten ist das Gerät nicht gesichert und funktioniert nicht. Also es schaltet sich einfach nicht ein. Die Stufe 1 bei den Teigen habe ich festgestellt. Ich habe jetzt wirklich viel rumexperimentiert mit der Maschine. Funktioniert super. Wenn ihr schwerere Teige habt, dann kann es sein, dass ihr oben einmal an diesem schwarzen Teig kurz ein bisschen festhalten müsst, einfach zur Nachjustierung. Aber das ist wirklich nur bei schweren Teigen notwendig. So, einmal kurz die Sicherung lösen und schon kann der Teig direkt einmal in eine Extraschüssel gehen. Ihr wisst ja, ich nutze hier gerne Glasschüssel, weil man das einfach besser erkennen kann, wie die Teigkonsistenz ist und vor allem, wie sich der Teig beim Aufgehen macht. Guckt mal, richtig schön. Also er lässt sich schon jetzt viel besser verarbeiten als das Rezept vor über 4 Jahren. Da hatte ich euch das im Juli hochgeladen, 2019. Und auch ich entwickle mich, auch wenn ich täglich mit Hefewasser schon fast backe. So, und während der Teig bei Zimmertemperatur Zeit bekommt zum Aufgehen, dauert circa 8 bis 12 Stunden, kümmern wir uns schon mal um die Füllung. Ich habe jetzt hier wieder den Foodprozessor, gebe auch hier wieder das Mittelstück ein, aber jetzt nicht den Teighaken, sondern hier das Messer. Das ist sauber, aber zum Schutz ist da nochmal so ein Plastiküberzug und den packe ich immer dazu, damit ich da nicht versehentlich, wenn ich in den Schrank greife, in das Messer greife. Den einmal draufsetzen und schon könnt ihr die Nüsse hinzugeben. Selbstverständlich könntet ihr auch die gemahlenen kaufen, aber frisch gemahlen ist doch so viel leckerer. Dann ein bisschen Zucker und Zimt, Backkakao. Ich habe hier schwach entöten genommen, da sind mehr Mineralstoffe drin. Ein wenig Butter und auch hier an die Veganer gerne vegane Butter nehmen, Vanilleextrakt und schon könnt ihr die Klappe wieder schließen und auch hier wieder auf die Pfeile achten. Ich lache nur gerade kurz, weil ich schon weiß, was gleich kommt. Also, im Moment drehe ich ja ohne Ende Videos. Ich habe jetzt diese Woche Urlaub gehabt und stand wirklich von morgens bis abends in der Küche für die Videos und wollte schon viel mehr geschafft haben. Und auch mir geht mal was durch. Ich war jetzt hier so richtig schön am Malen und habe mich schon gefreut. Dieser Nussgeruch, der ist einfach fantastisch und dieser Nusszopf, der schmeckt wirklich lecker. Und das sage ich nicht nur, weil ich euch das Rezept hier zeige, sondern der ging wirklich weg wie warme Semmel. Und dann mixe ich so die Nüsse und denke so, Mensch, ich weiß auch nicht, irgendwie, das wird irgendwie nicht so richtig schön. Was ist denn da los? Na ja gut, hilfst dir hier nach. Die haben bei der Küchenmaschine extra noch mal so 'n Spatel mit dabei, also Kurzmaschine ausgeschalten, das hier noch mal dazugegeben, wieder Deckel drauf, auf die Pfeile geachtet, dass das schön fest ist und wieder weitergemahlen. Und dann denke ich: „Mensch, stimmt doch irgendwie was nicht.“ Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ihr könnt jetzt hier einfach das schwarze Teil rausnehmen und gebt bitte noch die Milch hinzu.
Die hatte ich vollkommen vergessen, ehrlich. Die Milch stand die ganze Zeit da bei der Seite, war vorbereitet und ich vergesse die einfach hinzuzugeben. Also, ihr könnt sie nachträglich dann über diesen Stöpsel da hinzufügen. Dann bitte einmal weiter mixen und schon bekommt ihr endlich so eine homogene Masse und das wollte ich haben. Jetzt sieht das gerade auf diesem Videostück ein bisschen hell aus, die ist dunkler. Ich muss noch an meinem Licht arbeiten, aber ich habe so wenig Platz in meiner Küche. Ich hoffe, dass sich das bald ändert. Drückt mir da wirklich die Daumen. So, die Masse ist sehr flüssig. Sie wird auch nicht sehr viel fester. Ich gebe sie aber zwischenzeitlich trotzdem eben in den Kühlschrank, weil bei mir der Teig noch nicht ganz aufgegangen war. Kurz abdecken und weg damit. Und wenn der Teig so aussieht, schöne Bläschen sich entwickelt hat, guckt mal. Das ist genau das, was wir wollen. Dann könnt ihr weitermachen. Ich kriege manchmal die Frage: „Mensch, Emma, wie lange muss der Teig denn gehen oder mein Teig geht nicht auf. Woran liegt das?“ Tatsächlich könnt ihr sehen, da vorne oben links ist so ein Thermometer bei mir. Das heißt, ich habe tatsächlich ohne Übertreibung, ich habe keine Heizung bei mir in der Küche. Das ist so eine offene Wohnküche. Ich habe tatsächlich im schlimmsten Fall mal 23, aber tatsächlich eher 25 bis 26 Grad bei mir. Es ist sehr hefefreundlich. Das heißt, ist es bei euch nicht warm genug, dann kann ich euch empfehlen, die Teige im Backofen mit eingeschaltetem Licht und geschlossener Tür zu geben. Oder vielleicht habt ihr noch so eine Styroporkiste oder vielleicht auch eine Kühlkiste, wo ihr dann einfach eine Wärmflasche hinzugebt, wo die Teige dann aufgehen können. Ein Video dazu habe ich schon gemacht. Saures Hefewasser. Guckt mal oben rechts, da verlinke ich euch das. Übrigens verlinken unten in der Beschreibung findet ihr nicht nur das Rezept und die Mengenangaben, sondern auch das Equipment, das ich nutze. Und das kann ich euch tatsächlich ans Herz legen. Früher, als ich angefangen habe zu backen, habe ich auch sehr minimalistisch gebacken. Aber auch wie jetzt zum Beispiel hier der Mehlstreuer. Ich finde, gerade in der Plätzchen- und Weihnachtszeit erleichtert das einem wirklich das Leben und es ist ein bisschen schöner und bequemer. Klar, geht natürlich auch alles ohne, auch ohne Küchenmaschine geht es, aber wenn man sie erstmal hat, weiß man sie auch sehr zu schätzen. Und normalerweise habe ich ja die Kenwood Cooking Chef und finde diese Küchenmaschine aber richtig genial, besonders wenn ihr wenig Platz habt, denn sie braucht nicht viel Platz, also das sind 15 bis 20 Zentimeter vielleicht in der Breite. Und vor allem für kleine Haushalte, für 1 bis 2 Personen ist die optimal. Und das Tolle daran ist, ihr habt auch noch mal einen Rabattcode, den schreibe ich euch natürlich noch mal unten in die Beschreibung. Der gilt jetzt, ich habe jetzt die blaue Maschine zum Testen erhalten, der gilt jetzt für die graue Variante und die ist aber genauso toll mit dem gleichen Equipment. Und ich zeige euch demnächst noch mal ein paar mehr Videos, was ihr damit alles machen könnt. Da dürft ihr euch wirklich überraschen lassen. Fugacetta, Scarpaccio und vielleicht gibt es auch noch so einen schönen orangen Schoko-Brownie. Also ich teste da wirklich einiges für euch aus, damit ihr auch wisst, ob das Richtige für euch ist. So, der Teig ist jetzt schön rechteckig ausgerollt, fast 60 Zentimeter breit. Und jetzt kann ich hier die Creme einmal verteilen. Die schöne Nussmischung. Und wichtig, ihr könnt natürlich jede Nüsse nehmen, die ihr wollt. Mandeln oder nur Walnüsse oder nur Haselnüsse. Das bleibt euch überlassen. Ihr könnt die Nüsse auch vorher noch mal ganz vorsichtig in der Pfanne anrösten. Dann habt ihr auch noch mal ein ganz besonderes Aroma. Das habe ich jetzt in diesem Fall nicht gemacht, denn es musste bei mir ausnahmsweise mal schnell gehen. So, und ihr seht, es ist ganz einfach. Es ist keine feste Masse, so dass ihr Schwierigkeiten beim Verteilen habt und der Teig dann vielleicht reißt. Es ist ein super einfaches Rezept und nicht nur ganz normal, sondern auch vor allem veganfreundlich und das finde ich tatsächlich wichtig. Denn ursprünglich weiß ich noch, kann ich mich erinnern, als ich das erste Mal von veganer Ernährung hörte, habe ich gesagt: „Oh Gott, muss das jetzt auch noch sein?“ Bin ich ganz ehrlich, da war ich nicht so positiv eingestellt, aber habe mich ein bisschen damit befasst und ich finde es tatsächlich interessant und wichtig, dass wir abwechslungsreich uns ernähren. Wir sind ja Allesesser und ich finde, Allesesser heißt nicht, dass wir immer Fleisch essen müssen oder immer Milchprodukte zu uns nehmen. Denn tatsächlich, die Milchprodukte sind ja eigentlich nicht für uns, sondern für die Kälber.
So, wenn man das jetzt mal so ganz streng nimmt. Wir persönlich sind zu Hause nicht vegan. Das möchte ich aber auch noch mal sagen. Ich finde es aber ganz schön, wenn man zwischendurch die Rezepte, die man backt, ein bisschen vegan gestalten kann. Also, ich finde es zum Beispiel ganz toll, dass dieses Rezept keine Eier hat. Ist kein Muss, wie ihr seht. Es wird trotzdem richtig schön. Der Teig ist toll elastisch und er hat richtig gut geschmeckt. Also, probiert es aus. Ich bin schon sehr gespannt. Achtet ihr so ein bisschen auf vegane Ernährung oder nicht? Lasst es mich gerne einmal wissen. Ich weiß, einige sind da sehr kritisch dazu, aber probiert es einfach mal aus. Es gibt ja auch tatsächlich auch so diese negativen Beispiele bei, Veganen. Ich denke da an diese militante Veganerin. Das muss jeder für sich selber entscheiden, finde ich. Und wie gesagt, wir sind zu Hause keine Veganer, aber ich probiere solche Rezepte auch gerne mal aus, habe aber hier jetzt auch tatsächlich Kuhmilch verwendet und richtige Butter, wobei ich auch vegane Butter mal zum Probieren zu Hause habe. So, ihr habt gesehen, ich habe den Teig bzw. die Füllung jetzt richtig verstrichen und dann rollt ihr das jetzt ganz einfach von der einen Seite zur nächsten auf. Versucht immer ein bisschen dran zu ziehen, nach hinten und dann erst zu falten. Dadurch wird es fester dann später. Das bedarf ein wenig Übung. Ich habe die Herausforderung, dass ich das so machen muss, dass ihr nicht nur meine Arme seht, sondern das Gebäck. Und deswegen habe ich hier manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten. Ich hoffe, ihr könnt das richtig schön sehen und das ist ganz klar. Es ist sehr einfach und so lecker. Und wenn ihr möchtet, dass ich euch das mal mit Schokolade und vielleicht so Schokostückchen zeige, lasst es mich gerne wissen. Da bin ich natürlich offen für solche Vorschläge. So, die Rolle wird jetzt einfach durchgestochen. Das könnt ihr mit einem Messer machen oder hier mit so einer schönen Metallteigkarte. Wie gesagt, Equipment steht alles unten in der Beschreibung, ebenso der Rabattcode für diese tolle Küchenmaschine. Und dann, das Schwierigste haben wir schon hinter uns, denn jetzt wird das nur noch so übereinander gerollt. Also das sieht zwar sehr raffiniert aus, geflochten, aber das ist es gar nicht. Tatsächlich wird einfach das offene, so gut es geht, nach oben zeigend übereinander gefaltet. Schaut mal. Zack, zack, zack. Ja, wie gesagt, die Kamera ist mir da so ein bisschen im Weg, dass ich da mich ordentlich entfalten kann. So rüber gefaltet und das war es schon. Das war wirklich das Schwierigste. Das Ganze geht jetzt auf ein mit Backfolie oder Backpapier ausgelegtes Backblech. Und jetzt kommt das Wichtige. Es sollte nochmal 30 bis 60 Zentimeter, 30 bis 60 Minuten bei Zimmertemperatur ruhen, bevor er dann in den vorgeheizten Backofen geht. Ich nutze ja seit einiger Zeit diesen Mini-Backofen dafür. Der braucht nur 1 Minute Vorheizzeit maximal. Ich sprühe ein bisschen Wasser mit hinzu, ab dann in den Ofen damit und während er es backt, bereite ich schon mal den Zuckerguss vor. Ich habe hier ein bisschen Milch, die ich zum Puderzucker gebe. Ihr könntet auch Zitrone oder Wasser nehmen, aber durch die Milch wird das ein bisschen weißer. So, schön vermengen. Ich mache das erstmal ein bisschen fester, denn so kriege ich das hin, dass weniger Klümpchen entstehen und gebe dann schlückchenweise Milch hinzu, damit ich die Konsistenz erhalte, die ich gerne haben möchte. Ich mache das bei diesem Zopf so, beim ersten habe ich das flüssiger gemacht, dieses Mal mache ich es ein bisschen fester. Das könnt ihr aber selber entscheiden, wie fest oder wie flüssig ihr das haben möchtet. Ihr könntet auch den Guss weglassen. Ich persönlich finde ihn richtig schön und vor allem werde ich ihn nach dem Guss auch noch mal ein bisschen mit gehackten frischen Walnüssen bestreuen. Mm. Dann habt ihr noch mal so einen kleinen Crunch neben diesen schönen fluffig weichen Teig. Ihr hört schon, ich schwärme. Aber es ist auch wirklich sehr lecker. So, hier einmal vermengen. Übrigens, wenn euch dieses Video gefällt und ihr auch Spaß am Backen habt, so wie ich, dann freue ich mich, wenn ihr diesen Kanal abonniert und mir vielleicht auch noch mal ein Like gebt. Habt ihr Fragen, die ganz dringend sind, die schnell beantwortet werden müssen? Dann schaut doch bitte einmal unten in der Beschreibung. Da habe ich hier die Emma Backt Familie hinterlegt, die Mitgliedschaft, die monatlich kündbar ist, aber so könnt ihr eure Fragen schnell beantwortet bekommen.
So, hier sind die frischen Walnüsse, die ich jetzt auch schon mal vorbereite. Das waren jetzt so circa 5, 6 Stück. Ihr könnt auch mehr oder weniger nehmen. Vielleicht auch noch mal andere Nüsse, ganz wie ihr wollt. So, ich hack die auch wirklich nur so grob zusammen, ne? Also ein paar feinere, ein paar gröbere Stücke. Die gehen jetzt erst einmal zur Seite. Und hier ist der Zopf. Ist der nicht schön aufgegangen? Und der ist so richtig schön saftig. Ihr könnt, wenn ihr wollt, noch mal die Temperatur nachmessen. Es ist so bei solchem Gebäck ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt 87,6 Grad. Man sagt, man kann da noch mal so 3 Grad draufrechnen und ab 90 Grad ist das in Ordnung. Das heißt, bei 87 Grad ist dieser Zopf schon vollkommen in Ordnung und okay und ihr könnt ihn rausnehmen. Ihr könntet ihn auch länger drinnen lassen, dann besteht aber die Gefahr, dass er schnell trocken wird. Deswegen, wie gesagt, bei mir 87 Grad ist für mich völlig in Ordnung. So, dann habe ich ihn eingestrichen und dann mit Nüssen bestreut. Und am besten lasst ihr ihn nur ganz kurz abkühlen, bevor ihr ihn ganz leicht warm nochmal eben genießt. Aber ich zeige euch nochmal den Anschnitt. Lohnt sich wirklich. So, ein paar mehr Nüsse gehen ja schon immer, ne? Wie macht ihr euren Zopf? Macht ihr Hagelzucker drauf, nur den Guss? Lasst es mich doch gerne mal in den Kommentaren wissen. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Und vor allem, ich weiß, einige von euch haben die Küchenmaschine schon gekauft und nutzen sie. Wie zufrieden seid ihr? Macht es euch genauso viel Spaß wie mir? Oder sucht ihr gerade noch nach einer Küchenmaschine oder habt ihr schon eine? Schreibt es mir doch gerne einmal rein. Und guckt mal, wie fluffig weich der ist. Ich schneide hier jetzt ungefähr daumendick, fingerdick große Stückchen hier ab. Der ist wirklich ganz frisch aus dem Ofen, gerade ein bisschen abgekühlt. Und guckt mal, hier sind noch weitere leckere Rezepte für euch. Habt viel Spaß beim Anschauen, genießt es und ich bin bald wieder zurück. Eure Emma.